Grüßt euch und herzlich willkommen zum Bau meiner Spinnelanlage. Heute werde ich einen Graben graben. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zusehen. Chronologisch gesehen wäre jetzt eigentlich der Ding dran, der Bahnhof noch weiter. Aber ich habe jetzt mich entschieden, dass ich vorher hier das Drumherum mache. Also hier den Graben mache und da hinten den Wald, weil ich sonst die ganze Zeit hier über meine Lampen drüber muss. Ich hatte ursprünglich nur ein Rohr vorgesehen, aber dann ist mir eingefallen, ich habe noch diese Gipsdinger hier. Und die werde ich jetzt hier quasi einpassen. Und ich habe als besondere Schwierigkeit, möchte ich eigentlich, dass man so ein bisschen durchschauen kann. Das ist so ein bisschen, ja, das wird so ein bisschen tricky, glaube ich, weil es eine recht große Distanz ist. Muss ich mal schauen, ob das so klappt. Auf jeden Fall, das ist jetzt das heutige Projekt. Ich mache jetzt da hinten ein Loch und hier ein Loch. Jetzt habe ich das mal grob markiert, wie ihr seht. Ich muss hier relativ weit runter, weil die Gipsmauern 5 cm haben. Muss ich da auch die Höhe halten. Ich war mir mit mir selbst uneinig, ob ich hier hinten gerade machen soll oder schief. Ans Gleis angepasst. Jetzt mache ich es erstmal gerade und dann schaue ich es mir an. Wenn das jetzt nicht so toll wirkt, dann werde ich die Mauer hier quasi hinten schief reinsetzen, anstatt gerade. Das probiere ich jetzt aus. Generell wird es sich anbieten, dass man das im Vorfeld alles ein bisschen sich überlegt. Das ist jetzt insgesamt ein bisschen blöd, aber ich bin jetzt auch keiner, der schlaue Sachen macht. Hinten, beziehungsweise von unten, vom Platz her, ist hier eigentlich bloß von meiner Segmentbeleuchtung was im Weg. Und ja, ansonsten sollte sich eigentlich nichts fehlen. Jetzt mache ich mal das Segment raus und dann geht's los mit dem Sageln. Die Löcher sind jetzt gesägt, so schaut es jetzt aus. Ich habe mich jetzt dazu durchgerungen, dass ich das hier hinten gerade lasse. Ich glaube, das macht mehr Sinn. Und jetzt hat sich aber schon die erste Problematik aufgetan. Hier liegt mein Decoder genau im Weg. Jetzt gibt es zwei Optionen. Entweder ich versetze den, was ein bisschen tricky ist, weil ich das ja alles schon drumherum geklebt habe. Ja, das entscheide ich jetzt mal. An sich ist es eigentlich auch nicht tragisch, den ein bisschen zu verlegen. Aber genau, muss ich mir anschauen. Die Elektronik habe ich jetzt mal ein bisschen neu befestigt und den Decoder leicht versetzt. Der war vorher hier. Aber jetzt habe ich hier quasi eine freie Linie zwischen der Mitte und der Mitte. Und jetzt habe ich hier schon 2 Blöcke vorbereitet. Und die passe ich jetzt hier rein und bearbeite die schon gleich. Hier habe ich mir jetzt schon mal meinen Block vorbereitet, der für hier hinten ist. Ich habe hier die Stellen markiert, wo ich schneiden muss. Und habe hier, dass ich nicht zu tief schneide, mit einem Klebeband schon mal ein bisschen das quasi abgesichert, dass ich nicht voll durchbohne. Und jetzt werde ich hier einfach mal mit meinem Heißdrahtschneider vorsichtig das Schneiden anfangen. Jetzt bin ich schon mal zumindest grob durch und das muss ich halt jetzt verfeinern. Gut, das erste Stück habe ich jetzt schon mal eingepasst. So soll das dann sein. Hier, dass hier ein bisschen oben noch glatt ist, macht jetzt nichts, weil da kommt dann eh noch hier mit Spachtel zugespachtelt. Oder vielleicht raspel ich das hier auch noch ein bisschen schräg, das muss ich mir überlegen. Wahrscheinlich macht das fast mehr Sinn. Und so schaut es dann aus. Das kommt dann hier ran und dann müsste es passen. Und das gleiche habe ich auf der Seite auch gemacht. Jetzt lasse ich das über Nacht trocknen und dann wird die Ding reingebaut, die Mauern. So, die Styrodur ist hingetrocknet und der Gipsdingens auch. Und jetzt ist mir das hier aber noch zu steil, dann wird mir das zu kantig und ich muss so viel auffüllen mit Masse. Deswegen habe ich jetzt hier meine Japansäge gezückt und säge hier nochmal schön schräg an. Jetzt habe ich mit der Säge die Übergänge so ein bisschen sanfter gestaltet, dass das nicht so grob ist. Auf der Seite auch. Und jetzt sieht man hier schon meine Spachtelmasse stehen. Und mit der gleiche ich das jetzt alles aus. Das ist jetzt der nächste Schritt. So, und dann lasse ich das erstmal trocknen. Während jetzt meine Styrodurstellen hier trocknen, habe ich hier schon mal 2 Papprohre. Und das Coole ist,
passen hier von der Länge genau rein. Das ist jetzt eher Zufall, aber das nehme ich natürlich gern mit, wenn ich da nicht rumstückeln muss. Was ein bisschen schade ist, es geht sie nicht raus, dass ich es halbiere, sondern ich muss da so, ja, wahrscheinlich so 3/4 oder so und das dann so leicht aufspreizen. Aber das mache ich jetzt als nächstes, dass ich die Rohre vorbereite und dann geht's weiter. Hier habe ich jetzt schon mal so eine Probe gemacht und im Endeffekt soll es dann so werden, das passt genau rein und dann kann ich das hier so ein bisschen zumindest am Anfang gestalten, dass ich das werde ich wahrscheinlich komplett braun machen und hier so ein bisschen Zementfarben und viel oder weit kann man eh nicht reinschauen und Hauptsache das ist dann dicht. Dann werde ich das hier schön an der Seite mit Leim festkleben und dann sollte das eigentlich passen. So, ich habe das schon mal, wie gesagt, angepasst und das mache ich jetzt auf meine größeren Rollen hier auf die gesamte Länge. So, jetzt habe ich das Ganze hier schon ausgerichtet. Jetzt werde ich das mal mit Leim fixieren und dann schön trocknen lassen. So, und dann lasse ich das mal trocknen. Das stand jetzt über Nacht und konnte schon schön trocknen. So schaut es jetzt aus. Mal schauen, ob man durchschauen kann. Habe ich das eingefangen bekommen? Ja. Jetzt werde ich als nächstes das hier mal schleifen, weil hier noch so Wülste sind überall. Die mache ich jetzt alle weg und dann muss ich wahrscheinlich nochmal drüber spachteln. Auch hier den Übergang noch und hier die Seiten, wo es so ein bisschen durchlaufen könnte. Auf jeden Fall, das ist jetzt der nächste Schritt und dann geht es eigentlich schon ans Malern. Nachdem ich alles jetzt geschliffen habe, versiegle ich das jetzt erstmal mit Leim, weil das eigentlich soweit gar nicht so schlecht ausschaut. Ich muss hier draußen vielleicht noch ein bisschen mit Spachtelmasse nachbessern, aber hier drin mache ich jetzt mal mit Leim. So. Dann gibt es noch ein Thema, das gehe ich jetzt an, weil es beim letzten Mal so erfolgreich war. Ihr habt mir aber sehr viele Tipps gegeben, alle. Dafür erstmal vielen Dank. Jetzt teste ich das mal. Und zwar habe ich das jetzt auf dem Klebeband geklebt, habe hier ein Lötöl und habe das vorher mit einem Glasfaserstift die Flächen quasi gesäubert. Und jetzt hoffe ich einfach, dass das funktioniert. Schauen wir mal. Vielleicht ein bisschen viel Öl. Also es geht wesentlich besser und so schaut es dann aus, wenn es fertig ist. Jetzt muss ich das noch ein bisschen feilen und dann sauber machen und lackieren. Hier ist jetzt alles getrocknet. Jetzt habe ich das nochmal geschliffen, alles schön. Und jetzt wird es angemalert mit einem klassischen Braun. Jetzt sieht man schon so ein bisschen, wo die Reise hingeht. Jetzt lasse ich das Ganze trocknen und dann kommt die Erde. Jetzt habe ich hier mein fertiges Geländer. Fertig lackiert und gealtert. Ich habe es ein bisschen dunkler jetzt gemacht, weil ich wollte da nicht das gleiche Grün wie bei allen anderen. Und jetzt habe ich hier schon Löcher gebohrt. Und jetzt setze ich die da rein. So, gut. Und dann lasse ich das trocknen und dann wird hier als nächstes Erde aufgetragen. Für die andere Seite habe ich mir jetzt noch relativ spontan so ein Astfang-Gitter-Schutz für, der so ein bisschen den Dreck und Äste und so abhalten soll, dass quasi das Rohr nicht verstopft. Das habe ich jetzt aus Schaschlikspießen und Zahnstochern noch relativ spontan zusammengezimmert. Das konnte jetzt alles über Nacht trocknen. Die Geländer sind mir fast einen Ticken zu dunkel, da werde ich wohl nochmal nachbessern. Und hier drüben, das finde ich eigentlich ganz cool, da werde ich wohl noch so ein bisschen Moos drauf machen. Weil ich möchte eigentlich eh schauen, dass das nur so, so matschig ist, vielleicht mit so ein bisschen, nur ganz wenig Wasser in dem Graben. Also das soll jetzt nicht irgendwie ein fließendes Gewässer sein, sondern eher so stehend mit dichtem Grasbewuchs und so. Mal schauen, ob ich das so hinbekomme, aber jetzt wird als nächstes die Erde aufgetragen. Dann nehme ich kleine Steinchen, danach größere Steinchen und dann wieder Erde. Und dann wieder Alkohol.
Die berühmteste aller Mischungen. So, und dann lasse ich das Ganze schön trocknen. Nachdem es getrocknet ist, schaut es jetzt so aus. Jetzt habe ich hier das Geländer mal grau gemacht, weil mir das einfach zu dunkel war. Und jetzt habe ich mir aus einem dunklen Braun und so einer Holzfarbe im Prinzip so eine Mischung gemacht, dass ich quasi jetzt hier nochmal unten den Grund so ein bisschen anmale, wo dann das soll dann später quasi wie Schlamm wirken. So. Das konnte jetzt schön trocknen. Jetzt hier das Geländer habe ich so ein bisschen gealtert auch. Schaut fast wieder aus wie vorher. Und hier habe ich jetzt das Gitter. Da habe ich unten so ein bisschen Moos hingemacht und so ein bisschen Äste und Laub, Dreckzeug rein. Und jetzt mache ich als nächstes den Guss schon, weil ich, wie gesagt, ja eigentlich nicht so viel machen möchte, bloß so pfützenmäßig. Mal schauen, wie sich das alles rausgeht. Jetzt habe ich schon mal einen Guss vorbereitet. Was ihr jetzt nicht seht, hier ist mein Guss so leicht eingegrünt. Was ihr jetzt nicht seht, ich habe das so ein bisschen aufgebockt, weil ich möchte ja, dass das hier jetzt erstmal durch die Röhre durchfließt. Und da muss ich jetzt schauen, dass ich hier rein treffe. So, und da kommt schon langsam rausgeflossen. Das Harz ist jetzt mal gegossen, so schaut es jetzt erstmal aus. Jetzt lasse ich das mal trocknen und dann entscheide ich, ob ich nochmal tätig werden muss oder ob ich so lasse. Das konnte jetzt über Nacht trocknen, so schaut es jetzt aus. Mir gefällt es jetzt echt gut, also ich finde, dass es schön geworden ist. Jetzt werde ich wieder nach üblicher Vorgehensweise begrasen. Und genau, 3 Durchgänge und dann gibt es noch eine schöne Böschung und dann war es das mit dem Projekt Graben. Die ersten 3 Schichten Gras sind drauf. Ich hatte ursprünglich mal den Plan, dass ich also meine komplette Anlage in einer Farbe mache. Also quasi von vorn bis hinten durch, was für mich ja auch Sinn macht. Jetzt ist es nur so, ich habe ja letztes Jahr das Gras gewechselt von Woodland Scenic auf Mini Natur. Und ich hatte ursprünglich mal einen Zettel, wo ich aufgeschrieben habe, was ich wo verwende. Nur leider habe ich den irgendwann mal weggeschmissen. Was ich nicht mehr wusste, ist, dass ich ihn noch fotografiert habe. Das übertrage ich jetzt auch gleich nochmal auf Blatt Papier. Jetzt ist es halt so, dass das hier quasi wesentlich farbintensiver ist, als das hier auf der anderen Seite zum Beispiel. Jetzt weiß ich nicht, eigentlich finde ich das jetzt nicht so schlecht. Ich muss das sowieso irgendwann wahrscheinlich anpassen. Jetzt muss ich halt irgendwie die Mitte finden. Das ist jetzt... Auf der anderen Seite kann das hier natürlich auch dadurch, dass das ein Graben ist, wo es feuchter ist, satter sein. Jetzt weiß ich noch nicht so genau, was ich mache. Das werde ich mir jetzt mal überlegen. Jetzt habe ich mit einem anderen Grün nochmal drüber. Es war so ein bisschen das Giftgrün, das nicht so gepasst hat und das war zu viel davon. Da habe ich mich so ein bisschen vertan, ich weiß gar nicht warum. Hier habe ich jetzt schon so einen Fleck gemacht, da kommt ein bisschen größerer Baum hin. Und auf der anderen Seite habe ich jetzt schon mal soweit die Büsche und den hässlichsten MBR-Baum, den ich jemals bekommen habe, installiert. Und ja, so habe ich mir das eigentlich vorgestellt, dass das richtig schön zugewachsen ist. Das habe ich jetzt auf der Seite mal zuerst gemacht, dass ich das mal testen kann.
Aber so ungefähr soll das werden. Vielleicht nicht ganz so krass, muss ich mal schauen. Aber das mache ich jetzt als nächstes. Meine kleine Grabenoase ist jetzt soweit fertig. Ist jetzt so geworden, wie ich es mir vorgestellt habe. Hier schön dichter Bewuchs, nach vorne hin dann ein bisschen offener werdend. Und man kann durchschauen. Schauen, ob ich das einfangen kann. Ist ein bisschen schwierig, aber man kann auf jeden Fall durchschauen. Jetzt habe ich hier hinten halt noch ein Loch. Das muss ich noch auffüllen. Deswegen habe ich das auch gemacht, dass hier quasi, wo der Wald so schwarz ist, weil da brauche ich jetzt bloß ein Stück schwarzes Plastik hinmachen, da fällt das nicht so auf. Genau, und das soll es jetzt erstmal gewesen sein. Im nächsten Video mache ich hier den Waldrand von vorn bis hinten und dann werde ich hier meinen Schotter fertig machen. Da habe ich jetzt angefangen selber einzufärben. Ich hoffe, das funktioniert so, wie ich es mir vorstelle. Da habe ich hier schon eine Probe gemacht. Genau, ansonsten hoffe ich, euch hat das Video gefallen. Bis zum nächsten Mal.